Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 1 bis 20. 1. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil a. hier Religionsfreiheit gilt, b. die Menschen Steuern zahlen, c. die Menschen das Wahlrecht haben, d. hier Meinungsfreiheit gilt, hier Meinungsfreiheit gilt. 2. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am a. Geschichtsunterricht teilnimmt, b. Religionsunterricht teilnimmt, c. Politikunterricht teilnimmt, d. Sprachunterricht teilnimmt, Religionsunterricht teilnimmt. 3. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? a. Alle Einwohner, Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. b. Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. c. Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. d. Die Gerichte machen die Gesetze. Alle Einwohner, Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. 4. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? a. Waffenbesitz, b. Faustrecht, c. Meinungsfreiheit, d. Selbstjustiz. Meinungsfreiheit. 5. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? a. Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten, eine bestimmte Kandidatin wählt. b. Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. c. Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen. d. Alle wahlberechtigten Personen müssen wählen. Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. 6. Wie heißt die deutsche Verfassung? a. Volksgesetz, b. Bundesgesetz, c. Deutsches Gesetz, d. Grundgesetz. Grundgesetz. 7. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf a. Glaubens- und Gewissensfreiheit, b. Unterhaltung, c. Arbeit, d. Wohnung. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 8. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? a. Die Würde des Menschen ist unantastbar. b. Alle sollen gleich viel Geld haben. c. Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. d. Alle sind vor dem Gesetz gleich.
Alle sollen gleich viel Geld haben. 9. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, Ausländerinnen? Das Grundrecht auf a. Schutz der Familie, b. Menschenwürde, c. Asyl, d. Meinungsfreiheit, Asyl. 10. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? a. Die Prügelstrafe, b. die Folter, c. die Todesstrafe, d. die Geldstrafe, die Geldstrafe. 11. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt? a. Grundgesetz, b. Bundesverfassung, c. Gesetzbuch, d. Verfassungsvertrag, Grundgesetz. 12. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? a. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind. b. Ja, aber dazu müssen 2/3 der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. c. Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden. d. Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen. Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden. 13. Im Parlament steht der Begriff Opposition für a. die regierenden Parteien, b. Abgeordnete, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören, c. die Fraktion mit den meisten Abgeordneten, d. alle Parteien, die bei der letzten Wahl die 5%-Hürde erreichen konnten. Abgeordnete, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören. 14. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich a. auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf, b. meine Meinung in Leserbriefen äußern kann, c. Nazi-Symbole tragen darf, d. meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. Meine Meinung in Leserbriefen äußern kann. 15. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? a. Militärdienst, b. Zwangsarbeit, c. freie Berufswahl, d. Arbeit im Ausland, Zwangsarbeit. 16. Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? a. bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen, b. bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung, c. bei Diskussionen über Religionen, d. bei Kritik am Staat,
bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. 17. Die deutschen Gesetze verbieten a. Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, b. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen, c. Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, d. Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. 18. Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert? a. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde, b. Das Recht auf Leben, c. Religionsfreiheit, d. Meinungsfreiheit, die Unantastbarkeit der Menschenwürde. 19. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? a. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. b. Man kann seinen Beruf wechseln. c. Man darf sich für eine andere Religion entscheiden. d. Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. 20. Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann a. tolerant, b. rechtsstaatlich orientiert, c. gesetzestreu, d. verfassungswidrig. Verfassungswidrig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.